Das Selbstbestimmungsgesetz ist in Kraft. Was das bedeutet, welche Folgen es hat und was ein gewisser Politiker dazu sagt, nicht nur zu diesem Thema, sondern auch zum Thema Olympia, zur Eröffnungsfeier, zu dem Zustand dieser Welt, erfährst du hier in diesem Video. Heute Mann, nächstes Jahr Frau und dann vielleicht auch wieder umgekehrt. Das ist ab heute möglich. Ein Gang zum Standesamt genügt. Und schon sind Name und auch Geschlecht geändert. Dieses Selbstbestimmungsgesetz der Ampel polarisiert gewaltig. Frauenschutzräume sind dann plötzlich geöffnet für jedermann, so fürchten Kritiker. Ein Diversity-Café in München. Treffpunkt junger Menschen, die sich als trans- oder intergeschlechtlich identifizieren. Ihnen wird die Änderung ihres Geschlechtseintrages jetzt massiv erleichtert. Denn bislang war der Weg lang. Psychologen und Richter mussten grünes Licht geben. Ab jetzt reicht eine einfache Erklärung gegenüber dem Standesamt aus, um Geschlecht und Namen zu ändern. Und das jährlich. Wer ich bin, das weiß nur ich selbst. Und das gilt auch für die geschlechtliche Identität. Und darüber selbstbestimmt entscheiden zu können, das ist ein Menschenrecht. Und dieses Menschenrecht zu ermöglichen, das entspricht einem freiheitlichen Rechtsstaat. Doch Kritiker befürchten den Missbrauch des Gesetzes. Unklar ist zum Beispiel, wie sich das Gesetz hierzulande auf Schutzräume für Frauen auswirkt, etwa Saunen und Umkleiden. Zudem sehen viele Menschen es skeptisch, dass nur ein Gang zum Standesamt genügt. Dann habe ich das Gefühl, dass Leute das nicht so aus Überzeugung machen. Heute so und morgen so, das finde ich ein bisschen zu schnell. Also ein paar Hürden sollte es da schon geben. Wenn man das einfach so machen kann, sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass das jeder aus einer Laune heraus machen kann, wie er möchte. Ne? Auch junge Menschen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, können die Erklärung ohne Beratungspflicht selbst abgeben. Sie benötigen nur die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Diese Regelungen für Jugendliche hatten zuletzt für Kritik gesorgt. Ich weiß, dass die Religion für viele Menschen einfach das A und O ist. Und es gibt sogar Menschen, die würden für ihre eigene Religion töten. Was aber heutzutage passiert, ist meiner Meinung nach komplett der Irrsinn, kompletter Blödsinn. Es geht in die komplett falsche Richtung und das hat auch nichts mehr mit Religionsfreiheit oder mit Solidarität zu tun, meiner Meinung nach. Ja. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, ein Auge darauf zu haben und zu gucken, was in dieser Welt passiert. Denn das, was gleich gesprochen wird von dem Präsidenten einer gewissen Nation, ist genau das, was meiner Meinung nach auch der Plan ist. Das ist das Ziel. Die Ausrottung, die Zerstörung der Familie und was das dann bedeutet, wissen wir eigentlich. Man kann es ja gar nicht hier auf so einer Plattform sagen. Aber es ist alles ein Plan und ich finde das sehr, sehr erschreckend. Und dementsprechend wird es Zeit, dass mehr und mehr Menschen auf so etwas aufmerksam gemacht werden, dass das einfach nicht normal ist in dieser Welt. Und was dieses Selbstbestimmungsgesetz bringt, ist einfach eine absolute Katastrophe. Du kannst gerne mal reinschreiben, was du dazu sagst. Ich finde es gut, wenn Menschen leben, wie sie leben wollen. Aber das große Problem ist doch tatsächlich in dieser Welt, dass wenn sich daraus eine große Masse entwickelt und dann eine große Bewegung wird und vor allen Dingen durch den Mainstream, durch die Nachrichtensender, Radiosprecher und sonstige großen Mainstreamer einfach publik gemacht werden, mehr und mehr, dann muss man das Ganze schon hinterfragen. Denn das ist dann wahrscheinlich auch schon wieder mit einem gewissen Hintergedanken. Es geht alles mehr und mehr in diese eine Richtung. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn ich einen Sohn, ein Kind hätte, was morgen so macht und dann morgen dies. Das ist ja für viele schon zu viel, wenn es heißt, oh, der hat sich geoutet, der ist schwul oder sie ist lesbisch. Ja, also das ist wirklich ganz, ganz krass. Natürlich hat man im Laufe der Zeit sich damit abgefunden. Aber da war auch noch nie die Rede von, ja, ich fühle mich aber jetzt als Frau, obwohl ich ein Mann bin oder andersherum. Also es ist wirklich sehr, sehr kurios. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım. Olimpiyatlar insan tabiatını bozan, aileyi ifsad eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne sadece
Katolik alemini, sadece Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu. En küçük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan bu lobi, Avrupa ve Batı dünyasını tamamen esir almış durumda. Und schreib du doch gerne mal rein, was können die Folgen sein aus so einem Selbstbestimmungsgesetz? Wir haben es gehört, ab 14, okay, in dem Fall mit Zustimmung des Sorgeberechtigten, kann man sein Geschlecht einfach auf Anhieb ändern. Und seinen Namen, das bedeutet ja theoretisch gesehen, ich male mir jetzt mal was aus. Ich bringe heute jemanden um in dieser Form. Ich bin jetzt der Markus und ich mache jetzt diese Tat. Ich wurde nicht erwischt und morgen aber ändere ich meine Identität. Und Tage, vielleicht Wochen später wird herausgestellt, alles klar, das war der Markus von damals, aber wo ist er denn jetzt? Und dann kommen die natürlich zu mir, weil natürlich, keine Ahnung, vielleicht Foto, Videoaufnahmen, Fingerabdrücke, keine Ahnung was, alles. Und dann kann ich sagen, war ich nicht. Ich bin die Jacqueline. Oder ich bin jetzt der Fuchs. Oder sonst irgendwas. Ich habe damit nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie da die Justiz, die Exekutive auch vorgehen wird. Ja, klar, Judikative, Exekutive ist mir schon ein Begriff. Aber es ist auf jeden Fall ganz, ganz krass, was hier auf diesem Planeten abgeht. Schreib gerne mal rein, was du denkst, wo führt das alles noch hin? Wenn ich so an Filme denke, zum Beispiel das 5. Element, das war ja dann in der Zukunft sehr futuristisch, das Ganze. Und da waren dann auch so Formwandler und so Reptilien und so ganz komische Gestalten. So. Und Mischwesen und sonstiges. Also ich finde, das ist schon sehr bedenkenswert. Also dementsprechend weiß ich nicht, ob das voll normal ist. Abgesehen davon, ihr habt es alle gesehen, die Eröffnungsfeier von dieser Olympiade. Das war eine absolute Farce, eine absolute Katastrophe, eine absolute Schändung. Ich persönlich bin nicht so der religiöse Typ, obwohl ich in Bayern groß geworden bin, katholisch, Konfirmation etc. oder Kommunion. Aber ganz ehrlich, irgendwann hört es doch auf. Weißt du, wie ich meine? Und vor allen Dingen, was würden die Muslime tun, wenn sowas gemacht werden würde? Ich behaupte mal, es würde dazu gar nicht erst kommen, weil die sich sowas erst gar nicht ausdenken würden, ihre eigene Religion so zu schänden. Oder was sagst du dazu? Ich finde das wirklich sehr, sehr krass. Das ist eine absolute Frechheit. Aber wir wissen ja schon länger, dass wir nicht nur im besten Deutschland aller Zeiten leben, sondern eben auch auf einer ganz verrückten Welt. Dementsprechend, lass gerne deine Meinung dazu da, deinen Kommentar, deine Gedanken dazu. Lass uns austauschen in den Kommentaren und aber auch natürlich einen Daumen nach oben und gerne ein kostenloses Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Und als Krönung, wenn dir das Video gefallen hat und du unbedingt das Gefühl hast, du musst das teilen, damit mehr Menschen auf sowas aufmerksam gemacht werden, dann darfst du das gerne teilen in deiner WhatsApp-Gruppe oder sonst wo. Da freue ich mich auf dein Feedback. Dementsprechend wünsche ich dir jetzt weiterhin einen ganz tollen Start in den Tag. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.